Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, ich bin heute wieder mit Melanie unterwegs und wie ihr es schon im Hintergrund erkennen könnt, wir sind heute mal wieder aufgebrochen Richtung Maginot-Linie. Wir wollen uns heute ein Werk anschauen, oder ein Ouvrage nennt man es ja französisch, was wir bisher noch nicht uns angeschaut haben. Also wir sind vor einigen Jahren, das ist mittlerweile schon 2 Jahre oder länger her, wo wir einige Werke der Maginot-Linie erkundet haben. Das kennen wir jetzt noch nicht. Das wollen wir uns heute mit euch zusammen anschauen. Und was uns da alles erwartet, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. So, was wir jetzt hier in der Front haben, das ist eigentlich der Munitionseingang damals gewesen. Man erkennt es hier durch das große Tor hier in dem Bereich und dann hier halt auch die Schienen für die Schmalspurbahn, die im Prinzip die ganze Munition, die hier für die schweren Waffen reingeschafft werden musste, erkennt. Und dann gab es halt immer noch einen Munitionseingang. Und diese Zugänge sind weit hinter den eigentlichen Waffenkuppeln, also teilweise kilometerweit entfernt, damit die Soldaten natürlich auch in Ruhe in die Anlage reingehen konnten und halt auch das Material rein befördern konnten. Trotz alledem hat man hier entsprechende Waffensysteme verbaut gehabt, hier in dem Fall Maschinengewehre, die dann hier den Zugangsbereich halt abdecken. Auch auf der Seite, also jetzt hier 4 Maschinengewehre, die das Ganze hier gesichert haben. Und auch das Tor, man erkennt das gleich da drin, das wird doppelt gewesen sein. Und das schauen wir jetzt alles in Ruhe an. Hier müsste es zu so einer Observationskuppel gehen. Ja, wir können das erkennen. Da werden wir dann später auch noch mal hochgehen. Da wird es noch einige geben im Verlauf. Da konnte man einfach den Vorbereich entsprechend observieren. Oh hey Leute, ist noch gar nicht weit gegangen. Sind wir hier schon in so einer Art Maschinenraum. Hier hat man einen riesigen Seilzug irgendwie verbaut. Das habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Also es gibt hier einen riesigen Maschinenraum auf jeden Fall, wo auch die Aggregate untergebracht gewesen sind. Aber das kann der jetzt hier eigentlich noch nicht sein. Weil hier ist eine riesige Winde, wo hier noch ein Stahlseil aufgerollt ist. Das ist ja ziemlich interessant. Das muss aber auch für das Tor irgendwie hier vorn sein. Hier hinten ist nochmal irgendwie ein Motor untergebracht. Das ist auch alles irgendwie, scheint es so ein bisschen ausgebaut zu sein. Einige Sachen sind einfach
ja, auseinandergebaut. Das sind halt Einzelteile. Aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, für was die jetzt hier im Einzelnen ist. Ne? Hier oben, das waren jeweils 2 Lampen. Ach, guck mal hier unten. Ach du grüne Neune. Hier geht es noch richtig weit nach unten. Ich glaube, hier hat man irgendwas hochgezogen. Das sieht mir aus wie so ein Kontergewicht hier unten. Hier geht es richtig weit nach unten. Bestimmt nochmal 4 Meter. Aber ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Das sieht aus wie ein riesiges Gewicht. Krass. Das ist alles zugepappt da oben. Ja, das ist diese Treppe, meint Melanie jetzt. Es ging jetzt hier um diese Zugangsnahverteidigung rum und dann konnte man jetzt hier runter. Es ist ziemlich eng jetzt hier der Bereich. Und hier ist es halt aber vollgelaufen. Ja, das ist hier zu viel Wasser drin. Ich versuche es mal eben kurz. Das sind Filtersysteme hier unten. Das sind 2 Filtertöpfe, 2 große. Wahnsinn. Auch teilweise hier oben schon richtig versindert. Durch das Wasser, was die ganze Zeit halt kontinuierlich dann hier reinläuft in die Anlage. Jetzt weiß ich eventuell, für was diese Winden da gewesen sind. Man hat hier die Lohen oder die Wagen hier hochgezogen, wo die Munition drauf lag. Weil das ist hier ein Schrägaufzug. Das hatten wir jetzt so auch noch nicht in den Anlagen gehabt. So ein Schrägaufzug. Das ist ein bisschen außergewöhnlich hier in dem Fall. Wahnsinn, hier geht es richtig steil nach unten. So, wir sind jetzt hier runtergekommen und hier unten stehen auch schon einige von diesen Wagen. Hier haben wir auch noch einen Filtertopf, der irgendwo ausgebaut wurde. Und hier kann man das mal exemplarisch sehen. Also hier ist so ein Rangierabteil, also man hat hier noch eine Nebenstrecke und konnte jetzt diese Wagen hier mit diesen Munitionskisten, hier oben sieht man mal diese Kisten, hier wurden die einzelnen Granaten eingeführt und die konnte man dann hier durch die Anlage bewegen. Es kann sein, dass die Anlage nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch etwas länger in Benutzung war. Das war ja bei einigen der Fall. Und dann hat man das entsprechend modernisiert, weil dieses Regal hier oben, oder dieser Kabelschacht besser gesagt, der sieht mir ganz danach aus, weil das ist Plastik. Auch
Das muss hier irgendwie von Filtertöpfen sein. Und hier ist noch mal so eine Kipplore, die da verankert gewesen ist. Hier überall die Schirme von den Lampen noch. Wir sind jetzt hier einfach mal vom Hauptzugang, also von dem Haupttunnel, sage ich jetzt mal, abgebogen. Und so ein, eigentlich dachte ich jetzt eher so ein, wie eine Art Kabelschacht. Aber guck mal, wo wir gelandet sind, Leute. Wir sind schon im Maschinenraum gelandet und das meine ich halt. Das ist dann doch immer irgendwie ein bisschen anders gewesen. Ich dachte den, oder habe den jetzt erwartet, ziemlich nah am Eingangsbereich. Ist es ja immer noch. Aber doch ein Stück weit entfernt. Und hier sind alte Werkbänke, sogar noch alte französische Zeitungen, Reste zumindest davon. Ich kann aber ad hoc, doch hier steht ein Datum 1959. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann diese Anlage, das Oberrage hier, geschlossen wurde. Und hier sind wir hier in diesem Art Umspannwerk. Aber hier haben sie auch ordentlich geräubert, beziehungsweise die Anlage so demontiert. Vielleicht kommen wir da von hinten noch mal irgendwie ran. Melanie ist da vorne in dem vorderen Bereich an den Aggregaten. Oh, schaut euch das mal an hier, ey. Schaut mal, jetzt sind wir hier zwischen zwei riesigen Aggregaten. Es fällt natürlich jetzt schon zu Anfang auf, dass hier ordentlich was auseinandergebaut wurde. Das ist das, was wir meinen. Aber die Kabel bzw. Metalldiebe, die sind hier auch schon seit Jahrzehnten aktiv. Und man hat hier ordentlich die ganze Maschinerie auseinandergebaut. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht in die Schächte falle. Hoppa. Guckt euch das mal an hier. Ganzer Block. Also für die ganzen Technikbegeisterten ist das natürlich hier toll, aber ich mit meinem laienhaften Auge sehe, dass hier auch schon einiges fehlt.
besten ist das hier. Wie das hier reinkommt, unfassbar. Ja, wie gesagt, die Maginot-Linie ist ja normalerweise eigentlich dann schon total veraltet gewesen, als sie letztendlich fertiggestellt wurde. Das muss man ja einfach so sagen. Die Franzosen haben sich ja dadurch erhofft, nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen so weit zu sichern, dass es dann einfach nur noch mit einem Bruchteil der Mannschaft, der Soldaten möglich gewesen wäre, die Grenzen zu verteidigen, weil man ja auch einfach nicht mehr das menschliche Personal, die Soldaten zur Verfügung hatte. Die sind ja zum größten Teil im Ersten Weltkrieg halt verheizt worden. Und aus diesem Grund hatte man gehofft, mit Milliarden von Francs das Ganze einfach zu verteidigen. Ja, aber jeder kennt die Geschichte, der sich für den Zweiten Weltkrieg und wie er verlaufen ist, kennt oder auseinandersetzt, dass es den Deutschen trotzdem gelungen ist, durch diverse Schlupflöcher die Maginot-Linie zu überwinden und auch teilweise durch Luftlandeoperationen. Das hatte man natürlich im Ersten Weltkrieg noch nicht so auf dem Schirm gehabt oder danach, dass es halt möglich gewesen ist, auch mit Fallschirmjäger und so weiter zu agieren. Und da konnte man auch viele der Festungen einfach umgehen. Ja, die waren dann für sich standalone und ja, irgendwann haben dann die Kommandeure der einzelnen Festungen auch aufgegeben, weil es dann keinen Sinn gemacht hat und man musste sie auch noch nicht mehr direkt dann befeuern. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier zu dem Bereich geht, wo die Munition aufbewahrt wurde. Ja, genau. Das ist der Bereich hier. Also ihr seht hier wieder eine Schmalspurbahn, aber irgendwie ist das hier auch so komisch gemacht. Und hier oben kommen jetzt nämlich die ganzen Kammern eigentlich. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Oder ist das der Kasernenbereich? Ja, ich glaube, das ist der Kasernenbereich hier. Genau, weil wir jetzt hier immer so, hier sind nämlich schon so Stubennummern angezeichnet. Also ich werde das punktuell halt hier aufnehmen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, weil wenn ich das hier komplett filme, das wird ein 3-Stunden-Video. Das wird auch nicht spannend dann für euch sein. Ich möchte euch die wichtigsten Sachen in der Anlage zeigen. Ich habe jetzt auch keinen Anlagenriss mir im Vorfeld angeschaut. Auf jeden Fall soll es einer der größeren Anlagen sein. Man hat das auch schon oberirdisch gesehen, wie weit die Blöcke voneinander liegen. Und das ist hier einfach einer der unterirdischen Kasernen hier in dem Moment, wo sich die Soldaten aufgehalten haben.
Ihr könnt das sehen, das geht bis Ultimo da hinten. Ich gehe jetzt erstmal zu Melanie zurück, dass wir uns jetzt hier auch nicht beide verfranzen. Schaut mal Leute, das ist richtig krass. Wir sind jetzt ein bisschen reingegangen und jetzt hat man wieder so einen Zwischenabschnitt, um halt wirklich einzelne Bereiche der Anlage verriegeln zu können. Und jetzt schaut euch mal das Tor hier an. Damit konnte das dann hier verschlossen werden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Hier unten ist das Ganze eingehakt. Hier sind irgendwelche Bolzen, die das halten und dann wird die mit Hydraulik zugemacht. Und dann schlägt die hier ein. Das ist wirklich gigantisch. Aber das ist ein Brecher, ne? Also auf jeden Fall 25 bis 30 Zentimeter Stärke hat die. Boah. Das Ding ist dann zu. Um hier durchzukommen, brauchst du deine Weile. Wir sind jetzt wieder von dem Haupttunnel, der durch die Anlage führt. Wir haben einmal abgebogen. Rechts, befinden uns vielleicht auf der Hälfte oder ein Drittel des Weges und haben jetzt den Küchenbereich gefunden. Man kann das hier schon erkennen, hier sind schon ein paar Waschbecken. Und hier gibt es jetzt in diesem Flur so Tische, die man praktisch so hochnehmen konnte. Da konnte man sich auch hier schon hinsetzen. Man erkennt das jetzt hier auch ganz gut an den Fliesen. Erst dachte ich, das hier ist hier irgendwie ein Bad, der Waschbereich, aber nein. Da sieht man hier schon eine Durchreiche. Dann konnte hier das Essen ausgegeben werden. Haben die Soldaten sich hier alle aufgereiht. Es sind noch ein paar Emaille-Schilder zum Teil auch dran. Und dann haben wir hier die Küche. Schaut mal, hier sind noch die großen Troge, wo man jetzt Suppen etc. machen konnte. Mit Dunstabzugshauben, das gibt es, sage ich mal, in den Anlagen, die lost sind, auch schon zum größten Teil nicht mehr. Hier sind sie noch installiert. Und hier auch an den Wänden ist hier so ein komisches Muster. Das ist wie so ein Relief hier, ja. Auch schön. Ja, das war der Küchenbereich hier. Ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Oh, man kann es auch noch ein bisschen bewegen. Ein bisschen geht's. Warte mal, ich gebe dir mal eben kurz hier. Ja, ein bisschen kann man skippen. Dann können wir das erkennen. Ist das für Soßen oder was ist das gewesen? Weil hier ist ja jetzt ein Ausguss, ne? Oh hey, da haben sie wieder ihr Müll versteckt. Aber schön, dass das noch so funktioniert. Auch noch eine Art Backofen hier. Interessant. Ja, Küchenutensilien, wie gesagt, das hat man in den Anlagen, die wir damals so besucht haben. Ich glaube, in einer Anlage hatten wir sowas gesehen. Das war auch richtig stark verrostet. Und wie gesagt, ich habe hier die Vermutung, dass die, wir hatten ja jetzt Zeitungsartikel gefunden von 59, aber dass die bestimmt noch ein bisschen länger zumindest gewartet wurde, die Anlage. So, wir werden einfach mal weiter in der Anlage gehen, mal gucken, was wir noch finden. Küche hatten wir, Maschinenraum
Und was auf jeden Fall interessant sind die Waffentürme. Mal schauen, ob wir da jetzt mal einen finden. Station, Pompage, Kaserne. 239. Könnte das für warm Wasser so eine Heizboilers gewesen sein? Da ist auch irgendwie so eine Maßeinheit hier oben. Und man hat ja jetzt hier 2 von diesen Tanks. Ich denke mal, warm Wasser oder sowas wurde hier vorbereitet. Oh Gott. Ja, das ist ja wirklich so, oder? Ja, es scheint wirklich die größte Anlage hier zu sein. Wenn ihr da mal guckt da vorn, es ist noch kein Ende in Sicht. So, wir sind jetzt zum Block 9 gegangen. Also wir konnten das jetzt an der Wand erkennen. Hat da einer dran gesprüht. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Aber was hier auffällt, ist in dieser Kammer oder diese Kammern, hier oben ist dieses Verteilersystem angebracht, wo eigentlich die Munitionskörbe verlagert wurden. Und hier liegen jetzt aber die riesigen Filtertöpfe. Für die Filteranlage, die hier überall verteilt sind. Die hat man dann hier erstmal zwischengelagert, so wie das aussieht. Weil die Kammern, wie gesagt, normalerweise für die Munition gedacht ist. So, hier könnte man das Ganze wahrscheinlich dann irgendwie auch steuern über diese Hebel hier. Das funktioniert auch nicht mehr. Da konnte man die oben wie so Weichen verstellen. Weichen, die an der Decke, Schienen, die an der Decke sind. Und dann konnte man hier wahrscheinlich über diese Hebel dann die in diese entsprechende Richtung halt manövrieren. So, und hier sind nämlich weitere Filtertöpfe. Riesige Dinger. Ja, Leute, da ist es nämlich. Hier ist die Treppe, wo wir jetzt zu den Turm hochgekommen. Und auf jeden Fall muss oben ein Riesengeschütz gestanden haben, weil sonst braucht man diesen Aufzug für die Munition nicht. Das ist schon mal sicher. Aber Aufzug kann man nicht mehr nehmen, logischerweise. Aha, hier ist nämlich für den Fahrstuhl noch der Antrieb, der Seilzug. Das ist gruselig, ja? Sieht man schon einen Teil von
diese Hülsenrückführung, nenne ich es jetzt mal, diese Kammer oder diesen Schacht, wo die Reste, die Hülsen praktisch wieder nach unten verbracht wurden. Also wir sind eigentlich immer im Schnitt immer so 30 Meter tief. Also gehen wir jetzt praktisch wieder so 30 Meter hoch. Da seht ihr das nochmal. Das ist dieser Schacht, wo spiralförmig dann die Hülsen wieder nach unten gebracht werden, von oben, von der Kanone. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier hochgekommen in den Block und haben jetzt hier schon im Vorraum wieder Filtersystem. Wir können ja auch die Jahreszahl erkennen. 1940. Das ist das Ganze verbaut worden. Und hier sind wir jetzt in dem unteren Abschnitt von dem Gefechtsturm. Da oben ist das zweite Geschoss. Gucken, ob ich da irgendwie hochkomme gleich. Wahnsinn. Was hier noch alles so hier drin ist. Gucken wir mal hier hinten rumkommen. Da sind noch verschiedenste Werkzeuge an den Wänden. Da auch. Fein säuberlich. Schatz. Jetzt. So wie ihr jetzt erkennen könnt, ich bin schon einmal rübergegangen. Auf keinen Fall nachmachen sowas. Hier fehlt der komplette Boden, der Rest ist Holz. Ich bin hier praktisch nur auf den Stahlträgern, wo das Holz zwischen liegt. Wir sind jetzt hier in dem mittleren Abschnitt eigentlich von dem Turm. Es geht halt noch höher über diese Leiter, direkt in den Kampfraum. Und wir haben jetzt gerade hier schon mal ein bisschen versucht, also man kann die Kurbel noch betätigen, aber hier passiert nichts. Ihr hört auch, da ist irgendein Widerstand, der immer klackt. Funktioniert nicht mehr. Und hier kann man das Ganze auch noch betätigen. Ich gehe noch mal einmal hier rüber, das ist sicherer. Hiermit wurde wahrscheinlich der komplette Turm nach oben und nach unten bewegt. Also hier gibt es irgendwelche Sperrhebel. Ich habe die Arretierung jetzt gelöst. Hier ist auch irgendwie ein Hebel. Ich weiß nicht, ob das Bremsen sind oder ähnliches. Und dann kann man hier im Prinzip kurbeln noch. Es geht hier ein bisschen schwerfälliger. Aber ich sehe halt auch nicht, dass was passiert, ehrlich gesagt. So geht es halt ziemlich einfach. Aber es bewegt sich natürlich nichts. Weil irgendwo die Schläuche, das war ja auch mit Hydraulik, dann hier gekappt sind. Es ging sicherlich auch händig, aber hier fehlen wahrscheinlich überall Teile, die die Funktion halt gegeben hätten. Ich kenne mich da nicht so aus, aber hier oben muss auch ein Schwungrad, hier war irgendein Riemen noch drauf.
Hier fehlen wahrscheinlich einfach zu viele technische Komponenten, damit das überhaupt möglich ist, dass ich hier drehen könnte und dann würde sich wirklich der Turm bewegen. Schade. Ich will jetzt vielleicht versuchen, noch mal hoch zu klettern, damit wir oben in den Kampfraum noch reinkommen. Das wäre noch mal eine Maßnahme. Okay. Die Leiter ist auch schon. An den beiden Seiten ist die Leiter schon weg. Schade. Ey, die ist hier weg, genau an den beiden Seiten hier oben. Grüß dich, ich bin Sevi. Was kann ich für dich tun? Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Falls du noch weiter willst, kannst du sie direkt stellen, ohne vorher Sevi zu sagen. Siri spricht mit mir. Mist, ich kann höchstens mal hier rumgehen. Ja, hallihallo. Ey, das glaubst du nicht? Ich habe jetzt gerade gedacht, wer spricht mit mir hier? Boah, hier ist eine dicke Spinne. Hier ist auch noch ein Bereich, aber da fehlt auch irgendwie ein Stück. Nee. Nein. Das Holz hat ich schon gehoben. Hier ist aber drunter eine Platte. Da kommst du sonst nirgendwo hoch, glaube ich. Ist auf der anderen Seite noch eine Leiter, wo ich gerade gekommen bin. Hier oben könnt ihr noch mal erkennen, hier geht das Schienensystem wieder her. Für die Körbe mit der Munition. Hier ist sogar noch der Hersteller mit dran. Und hier sind wieder oben ein paar Kammern jeweils auf beiden Seiten eingerichtet. Und hier habt ihr wieder diese riesigen Metallkästen, wo die Granaten drin gewesen sind. Und hier noch mehr. Hier ist noch eine Lampe und hier geht auch das System her. Hier wurden die Körbe, wie gesagt, einfach hier rein automatisiert. Und dann konnte man sich die Sachen rausnehmen und dann entsprechend zuführen. Und so sieht das dann praktisch in jedem Block aus, bei jedem Gefechtsturm. Das ist Wahnsinn. So, wir sind wieder vom Gefechtsturm heruntergestiegen. Und jetzt haben wir hier noch einen kleineren Maschinenraum, so wie das aussieht. Hier werden auch kleinere Aggregate gestanden haben. Das ist alles hier schon abgebaut, das ist Wahnsinn. Man sieht zwar noch viel, das ist richtig, aber leider alles abgebaut. So, warte mal, ich muss mal eben kurz hier was sauber machen. Ich weiß nicht, ob es fokussiert. Kleines Typenschild. Hier steht Unis France. Hier haben
haben wir noch mal, glaube ich, einen interessanten Abschnitt. Denn hier sind immer diese Kessel verbaut, oder besser gesagt riesige Tanks. Entweder für Frischwasser oder für Diesel, aber der wird für Frischwasser hier sein. Kommt man jetzt auch nicht richtig dran vorbei. Aber der umfasst einiges vom Volumen her. Die hat man dann halt auch immer in den Anlagen verbaut, um die Soldaten mit Frischwasser zu versorgen oder Betriebswasser auch und vor allen Dingen Diesel. Aber das wird höchstwahrscheinlich eher im Maschinenraum gelagert worden sein, also darunter oder zumindest in der Nähe, so hat man es immer erlebt. Genau. Ja, das war der Inspektionsabschnitt für die Wagen, die hier durchgefahren sind, beziehungsweise Züge auch. Die konnte man hier entsprechend reparieren. Das war so eine kleine Werkstatt. Und hier ist nochmal so ein Kabelstollen. Da geht aber auch nochmal wieder Ultimo. Ja, das ist, wie gesagt, wir kennen die Dimension dieser Anlagen und das ist wirklich Wahnsinn. Hier läuft man unterirdisch Kilometer. Deshalb, das kann man gar nicht alles ablaufen. Das ist eine leckere Brühe hier. So Leute, wir sind jetzt hier an dieser Rampe, zu dem Zugangsbereich, den wir am Anfang gezeigt haben. Ihr könnt das hier nochmal sehen. Hier geht es jetzt steil für uns nach oben. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich direkt am Ausgang. Ja, es hat auf jeden Fall uns riesig viel Spaß gemacht, solche Anlagen nochmal zu besuchen, weil wir sind ja vor Jahren an der Maginot-Linie, wie gesagt, gewesen und wollten uns auch einfach mal nach dem Zustand von diesen Anlagen so umgucken. Ja, aber es ist klar, umso länger diese Anlagen halt weiterhin befahren werden, umso, ja, was heißt befahren, begangen werden, umso ja, entsprechend sehen sie halt auch aus. Ne? Aber trotzdem waren wir überrascht, dass wir euch noch viel zeigen konnten. Wie gesagt, die Anlage ist dreimal so groß. Wir haben jetzt viele Aspekte gar nicht gefilmt, also lange Gänge, kilometerlange Gänge, weil das ist Quatsch, das wird euch auch langweilen. Aber das, was in diesen Anlagen noch vorhanden gewesen ist, Türme, also haben wir euch exemplarisch mal eingezeigt von diesem Waffensystem. Die Küche waren auch Teile vorhanden, Maschinenraum auch immer, auch wenn es schon auch sehr stark ausgeschlachtet ist, aber trotzdem immer noch sehr, sehr interessant. Und das sind halt auch so die Hauptpunkte, die man jetzt noch in diesen Anlagen halt sehen kann. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaut auf jeden Fall das nächste Video an, was hier auf dem Kanal gezeigt wird. Wir haben noch viele Sachen aus dem Zeitraum Erster und Zweiter Weltkrieg, was ihr euch gerne anschauen könnt. Glocke aktivieren und ein Däumchen dalassen und schreibt uns was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.